Is it okay? Because I'm fed up by saying, is it okay? And you say yes, we don't do it. Everybody feel okay? Maybe sounds a bit dramatic, but like we hit rock bottom in that game. Also zu Saisonbeginn, muss ich sagen, sind wir echt holprig reingestartet, haben wir uns auch anders ausgemalt. Es war auch mein zweites Spiel erst nach meiner Verletzung, die ich in der Vorbereitung hatte, am Bänderriss. Und ich habe mir meinen allerersten Bänderriss ziemlich genau ein Jahr vorher auch in Andernach geholt. Bin da quasi auf dem etwas holprigen Rasen umgeknickt. Somit war ich so ein bisschen, okay, ich bin gerade wieder da, es läuft noch nicht alles perfekt. Ich weiß, was die können und was deren Stärke auch ist, ein Spiel zu zerstören und eine Mannschaft, die ja, vielleicht schön Fußball spielen will, nicht so zum Zug kommen zu lassen im eigenen Stadion, auf holprigen Rasen. Das ist so, das können die. All I remember from the day that it was the hottest day of the year, we decided to wear the black kit, which was even worse. A mix of different things on that day. Obviously, it's our first game back together. We've travelled away. I got my opportunity against Andernach, the cup game, and I went on the pitch and I played so shit. I was so bad. I don't think I got another opportunity for a while after that game. Es war ja auch wieder ein Turnier, es war die Weltmeisterschaft. Es war klar, dass einige Spielerinnen nicht die ganze Vorbereitung zur Verfügung stehen. Und nach kamen die Spielerinnen zurück. Zum Teil eben auch neue Spielerinnen, die ja den FC Bayern jetzt die Strukturen gar nicht so kennen. Technically, we'd had 7 days training together, which is nothing when you're trying to build and you're trying to hit the ground running and you're trying to play your best football. From the beginning is always difficult. It was never going to be our best performance. But this is not the yellow card. Hey! Alex, die gelb hier noch. Das ist eine klare Aktion. Wir haben hier gelb und wir haben drüben gelb. Keine Diskussion. Es sind beide Vergehen sind gleich zu bewerten. Das ist taktisch einfach. Das war echt kein gutes Spiel. Haben dann ja 2-0 gewonnen. Hat dann auch gepasst und ich glaube, so hat man das dann auch einfach abgehakt. Next Friday we play again against Freiburg. We do little by little every day, but it will take a little bit time. We'll also, I think, 100% we will be better this year than we were last year, but it will be a little bit up and down, and especially in the start of the season, like last year, until things got going. We went to Freiburg. The atmosphere was amazing. Like, it was like my first time being in like the league with Bayern and the whole hype about it. Ich glaube, die Saison hat zum C angefangen. Darum ist das auch aus meiner Sicht verständlich, wenn man überlegt, dass die Mädels, vor allem die deutsche Spielerin, eine unerfolgreiche WM hatte. Das spielt trotzdem eine Rolle bei den Mädels und das muss man einfach akzeptieren. Eher so ein holpriger Start, würde ich sagen. It wasn't the dream start that you imagine. So that was a bit tough. It's not how I wanted to play my first game with the captain's band. Lina did a really good job, and she was captain, and she poured her whole self into it. Yeah, I'm really happy with what she did.
was also very honored when I got asked if I wanted to take on that role. Für Lina war es, glaube ich, eine schwierige Zeit. Die Hinrunde ist jetzt Kapitänsamt abgegeben. Man hat irgendwie so ein bisschen länger das Gefühl gehabt, dass vielleicht ein bisschen was nicht gestimmt hat. She wanted to focus more on herself and didn't want the responsibility of being the leader of the team. I respected that a lot, and I think when a player comes and tells you this, then it's time to make a change in that department. Alex hat sich da natürlich auch viele Gedanken gemacht, wer jetzt dann am besten geeignet ist für die Position. Wobei wir natürlich viele Spielerinnen haben, die das tragen können. But it comes with a lot of responsibility and it comes with a little bit of extra pressure. Wenn man es selbst dann spürt am Arm, hat man eben auch eine gewisse Verantwortung. Ja, und Lourdes ist ja schon jemand, die das sehr gut tragen kann. I would try and do my best for the team and for the club every single day. Lourdes ist eine ganz, ganz tolle Kapitänin. Für uns als Fans ist es extrem wichtig, dass die Kapitänin auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen Team und den Fans darstellt, dass wir einfach wissen, da ist eine Spielerin, da können wir darauf vertrauen, dass sie das Team ein bisschen antreibt, gerade auch dann zu den Fans im Auswärtsblock zu gehen, sich hinterher nochmal zu bedanken. It was a crazy game from start to finish, for sure. Dann haben wir in die 90. 2-1 gemacht und dann dachte ich, okay, ja, jetzt gewinnen wir das Spiel und ich hatte auch richtig gutes Gefühl. Und dass dann in die letzte Minute Freiburg dann noch das Gegentor macht, ja, das war richtig ärgerlich und ja, das hat schon genervt. In dem Moment war man natürlich schon so, oh, sind wir vielleicht doch nicht so gut, wie wir dachten. Ausgerechnet das letzte Spiel dann, wo es um den Klassenerhalt geht, gegen euch in München. Das wird bitter. Ach, das ist doch nicht so lange. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Tageswerte für dich. Ja gut, die 150 Kilometer ist nicht mal alles klar. Aber wir haben in Wolfsburg nur 1-4 am Pfostenschuss gehabt. Geht das Ding rein? Aber wie es im Leben so ist, ne? Stehst du unten drin, ja, Pfosten raus. Stehst du oben, Pfosten rein. Ja. Klar geht man dahin und man weiß, wir sind die bessere Mannschaft und wir müssen es nur auf den Platz bringen und dann hauen wir die weg. Und, aber trotzdem hat man es auch einfach schon häufig genug erlebt, dass diese Spiele einem Probleme bereiten. Als Tabellenführer geht man dann irgendwie zum letzten oder vorletzten und ja, geht natürlich irgendwie davon aus, dass man 3 Punkte holt. Schönes Stadion, ne? Das ist so dann richtig so ein schönes Zweitbundesligaspiel stattgefunden. Wann haben die zuletzt gespielt? Die mussten wegen uns gestern spielen, weil die das Spiel eigentlich heute, aber wir hätten nicht spielen können. Ich erinnere mich eben an den Spielverlauf. Ich glaube, Lea macht das Tor, aber wir haben bis dato auch überhaupt keine gute Leistung auf den Platz gekriegt. Es war eher alles sehr viel Zufall. Nürnberg hat das sehr clever auch gemacht. Man hat schon gespürt, irgendwas ist nicht gut. Manchmal kann man das nicht ganz definieren und dieses Gespür hatte ich zumindest auch. We score the first goal, we take the lead. And from there on, I think it's then we should just control it. We should never let them into the game.
Oh, die Bayern sind da nicht so sattelfest und es gibt den Elfmeter. Die Chance für den ersten FC Nürnberg, hier zum Ausgleich zu kommen. Ich hatte einen alten Elfer gesehen und der war hoch auf der Seite und ich gehe jetzt Vollgas auf den Ball, weil wenn sie den kann, dann wird sie ihn spielen. Für den Aufsteiger dieses Tor! 1:1, Nürnberg gleicht aus im Derby. Ja, war es am Ende ärgerlich, dass sie halt flach geschossen hat und ich war aber schon hoch und dann bin ich nicht mehr richtig runtergekommen. Ist es dann irgendwie frustrierend, weil man denkt, okay, eigentlich geht man immer flach, hätte ich jetzt nicht auf diese Info so viel Wert geben sollen. Ja, ich glaube, so ist es beim Elferschießen. Manchmal läuft es besser, manchmal schlechter. Ich habe mich an dem Tag gar nicht über diesen Elfmeter dann zum Schluss aufgeregt, weil es tatsächlich wirklich, wie wir uns zum Teil angestellt haben, wie wir aufgetreten sind, das fand ich viel, viel frustrierender. I'm very intense, and I know that sometimes I get too intense, and it's too much. And this is parts of me that I work with, and parts of me that I also need to develop. But it is also part of me, and it's a part of me being successful for a while as a coach. Das fühlt sich einfach an wie eine Niederlage. Das kann man einfach nicht anders sagen. I felt we were not living up to our potential, and I work really, really hard to try to get that out every week, every day, every hour, and then you get a little bit frustrated about when things are not working the way you want. It's difficult to kind of face the fact that we had lost our position at the top of the league. Es mag viele Gründe haben, das Team sieht unglaublich erschöpft aus, aber diesen einen Grund, woran es lag, ich weiß es nicht. 24 Torchancen, wenn man dann daraus nichts macht, dann ist das schon ein grundlegendes Problem. Das muss dann einfach analysiert werden und ich hoffe, da nimmt man sich im Winter viel Zeit, um das durchzugehen. War das erste Mal, dass das lief. Das habe ich auch vorher noch nicht erlebt. Ich glaube, es war schon so ein bisschen, guckt euch den Mist noch mal so ein bisschen an, was ihr gespielt habt. Ich fand es auch ein bisschen komisch, weil ich musste bisher noch nicht viele Spiele auf dem Busfährbrett gucken. Nee. Yeah, we put it up for the whole team, and it's part of therapy. I think they needed to watch it because, of course, the results can happen. And a lot of respect for Nürnberg. They fought really, really hard and did whatever they could and got the points, which was a big thing for them. And I totally respect them for that. It's nothing to do with them, but we are expected to go there and win this game. So I think that the girls needed to see it. They need to also to feel the pain. Winter was a difficult time for us. Obviously, we didn't get the result against Nürnberg that we wanted and expected. Been in this game for so long that I knew at that point that could come back and bite us. Und Nürnberg war für mich auch kein gutes Gefühl, aber keiner macht extra so ein Unterschied zu spielen und jeder gibt sein Bestes an den Tag. Und wichtig ist, dass man sachlich das analysiert, was wir nicht gut gemacht haben, dass wir daraus lernen. It hit me different. I think I missed home. I missed my family. I knew at that point that my body was not in a good place and my head wasn't in a good place. Not everything here is like tactical issue. It's a lot of other things, bigger things. Also, we need to take into consideration that people from the outside don't always know and don't always see that also affect our performances. This is a team environment. It's a lot of individuals coming together with different issues, different things on a personal level, different things that comes up. Das sind so viele Charaktere, so viele Entscheidungen, die getroffen werden von Individuellen, die wieder Auswirkungen auf das große Ganze haben. Und das ist halt so kompliziert und deswegen ja, sind so Phasen eben so schwierig. When we don't get everybody of them in the same boat all the time, then you get performances that we maybe had against Nürnberg before Christmas. That can not happen again, and we need to understand that.
Mal raus. Darf ich schon? Ganz drauf, ja. Drei. Oh, falsch. Ja. Jetzt. That's the fun part of the story. Of course, everyone was disappointed about the league result on the weekend, but I think that's part of football, and we analyzed it. I think the mood is better today. Of course, we still bothered about the game, but our focus is now fully on the next game, and that's Amsterdam. Hey, heftig! We have high goals, and it's important for us to finish the year on a high, and that's what we want to do. So I think the team is ready. Halt gut auf den ersten Ziel. Ich meine, der ist ja auch besetzt, so wie der mit Jovi. Ja, aber auf Erste machst du keine Tore. Letzte Saison einmal, aber wenn du siehst, wo wir die Tore gemacht haben. Kommen alle zu nah zum Tor. We want to learn from a bad period. We want to look at what was wrong. Why didn't we perform? What is it in this team? What do we need to be able to perform at our best? Need to have fun. We need to have the positivity. But at the same time, we also need to be competitive. Everyone has to want to win. We have extremely high demands on ourselves, so of course the Champions League will always be something that we think about. Every single game in the group stage of the Champions League is super important. We have to be at our top level. Mein Name ist Michaela, ich bin für die Sicherheit und den Service verantwortlich. Schönen Aufenthalt. Danke. Ich glaube, was Außenstehende nicht sehen können, ist, was denn innen gerade passiert, was auch in unseren Köpfen passiert. So ein bisschen eine Gelähmtheit, die hat ja Gründe. Wir haben ja alle gemerkt, scheiße, es läuft gerade nicht. Wir tun uns brutal schwer, aber genau da kommst du dann ins Denken. Dann machst du mehr auf Sicherheit, dann bist du passiver, dann kommst du nicht so gut in die Zweikämpfe und dann ist es so ein bisschen eine Abwärtsspirale. Und da rauszukommen ist extrem schwer. Das hat man aber auch beim Staff gemerkt und so allgemein bei der Stimmung, auch im Team. Und klar versucht man immer positiv zu bleiben. Aber ich glaube, es hat jeder so ein bisschen gespürt, aktuell geht es nicht so einfach. Und aktuell, die Situation kennen wir auch so nicht, weil wir grundsätzlich doch immer so einen gewissen Flow haben und so eine gewisse Leichtigkeit. We'd been going through a very, very tough period, and we knew that game was something that we wanted to win so we could get ourselves in a good position in the Champions League. I felt there was, was a bit intense stress. We were not as happy, I think. You're trying to find your motivation, you're trying to find your reason why, but maybe it is just because you're thinking too much about what you thought you needed. Ja, wir erwarten uns eine coole Spiele. Also wir haben gehört, dass so knapp an die 20.000 verkauft sind. Haben uns alle Stadien angeschaut. Wird auf jeden Fall eine richtig coole Atmosphäre. Ich glaube, wir sehen, wie eng es in der Gruppe ist aktuell. Es ist alles auf 2 Punkte zusammen. Und wir sind auf Tabellenplatz 1 und ich glaube, da wollen wir jetzt auch überwintern, wenn man so sagen kann. Und ich glaube generell einfach für die Stimmung, dass wir unser Potenzial heute nochmal am Platz bringen, ist schon extrem wichtig für uns. Ja. Die Mannschaft an sich ist es eigentlich schon wert. Wir sind ja die Supporter der Mannschaft und da ist es eigentlich egal, ob es jetzt ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel ist. Und klar sind es viele Meter, aber für die Mannschaft macht man es ja eigentlich auch gern.
weil es eigentlich schon der Support extrem wichtig ist auch, dass man weiß, dass man die Unterstützung auch von zu Hause eigentlich mit dabei hat. Also wir sind jetzt im Stadion, es läuft alles ganz gut. Trommel ist aufgebaut, das Stadion ist super, gutes Wetter und es ist nicht sehr kalt. Trommel ist da, wir haben heute auch Begleitung dabei. Und genau, jetzt geht's bald los und hoffen, dass es 3 Punkte gibt. Stimmung ist gut, wir sind alle heiß, glaube ich. Besonders ist es nicht so kalt im Stadion, weil das Dach zu ist. Dann ist auch ein angenehmes Winterspiel, aber wir sind, glaube ich, alle heiß und wir wollen jetzt, dass es losgeht. Geil, Maler. Activation mit Blick auf dein Stadion, wo du spielst. Hast du Bock? Ich glaube, es wird richtig cool. Dopamin ist so ein Kernmolekül, was dadurch sorgt, auch wiederholendes Verhalten. Und das kann vor allem in einem spielerischen Kontext eine gewisse Aktivierung und dann soll sich so einen kleinen spielerischen Tunnel rein. Und dann vergisst man manchmal Zeit, man vergisst manchmal auch, was um einen herum passiert. Man ist einfach komplett im Hier und Jetzt. Also das hilft, die Wahrscheinlichkeit natürlich dann zu erhöhen, Dinge früher zu antizipieren, schneller agieren zu können und nicht so, wo ist eigentlich alles? Du merkst, dass Ruhe kommt und innere Wahrnehmung und Fokus. Dann lad dir dein Tor hoch. Wo du stehst. Seh es aus deinem inneren Auge. Man muss sich das ungefähr vielleicht so vorstellen, für uns Normalsterbliche, wir würden niemals in unseren Fähigkeit des Laufens, würden wir niemals hinterfragen, es ist automatisch. Würde ich das jetzt aber auf dem Ajax Amsterdam Stadion ganz oben auf einem 1 Meter Weg von dir verlangen, noch nie geübt, wird es vielleicht plötzlich zittriger. Das heißt, es ist nicht die Fähigkeiten, die man hat, sondern oft die Druckbedingungen und die Wahrnehmung des Drucks. Ja, Martin hat da halt auch sehr viel zu geforscht, wie jetzt so diese Visualisierung tatsächlich auch die motorischen Skills verbessern kann. Und das habe ich mit Martin erarbeitet. Und diese Aktivierung habe ich auch durch ihn kennengelernt, würde ich auf jeden Fall weiter so machen. Ich mache das auch, wenn er nicht da ist, ist ja nicht bei jedem Spiel dabei, aber dann ist es dann manchmal sehr angenehm, wenn das jemand noch mal durchführt und man geleitet wird. Also natürlich, wir haben sowas viel schon eingeübt, so was sind Routinen. Routinen geben uns Halt, innere Bilder geben uns Halt, gewisse Abläufe geben uns Halt, vor allem vor großen Spielen natürlich. Und jetzt in dem Fall ist es natürlich was sehr Eingeübtes, wo jetzt in dem Fall aber wahrscheinlich auch Maler weiß, so was sie da braucht und was sie auch an Aktivierung erwartet. Also wie ist dann das Körpergefühl, das Wahrnehmungsgefühl und natürlich auch mit den Ballspielereien. Letztendlich wird Dopamin freigesetzt. Ich aktiviere mich in Richtung für das große Spiel dann dort drüben. Oh, it's going to be tough, it's going to be tight, it's going to be exciting. But if we do what we are supposed to do, then we have the capacity to make it a good game. Sie haben kein Spiel zu Hause verloren in der Champions League Runde. Wird schwer werden, gegen sie zu gewinnen. Okay, girls. So go out now. Have the hunger to go when we go on the pitch to prove ourselves, prove our quality, take control of the game. Don't get scared when we miss a pass, because they will attack us as well. We cannot lose it then. We know now we worked really good. We're gonna go out here today and we're gonna crush it. And it's about performance. Don't forget that. Never forget that. It is about performance. Every time. And then what happens, happens. And then the outcome will be what it is. Okay, girls, let's go. Come on. Are we on this side?
this. I'm Marla. You want to take my clothes in one hand and I take you? Can you do it? Thank you. Ich glaube, die Kleine war echt auch sehr nervös und ja, sehr aufgeregt. Und dann sage ich auch gerne mal sowas, ja, ich bin auch ein bisschen nervös. Und dann fühle ich mich auch von diesem Glücksbringer sozusagen auch sehr unterstützt irgendwie, weil es ist dann schon ganz schön, dass man jemanden mit dabei hat. Und daher finde ich es immer einen sehr schönen Moment, auf die Kleinen zu treffen. Sehr ärgerlich, weil im Endeffekt habe ich schon auch im Gefühl gehabt, was passiert, aber man will dann nicht zu viel spekulieren. Und dann ärgert man sich hinterher, obwohl dass es eigentlich die richtige Idee war. Und ich glaube, so ging es auch vielen anderen im Spiel, dass man nicht mit voller Überzeugung seine Sachen durchgezogen hat. You need to help each other, girl. Sorry. This is what we talked about all week. You need to speak, reden. So if she's too wide in front of you, you tell her to come inside, okay? Yeah? It's to half time. You cannot say yes, 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 and with no action. Come on. That is, and the same. It's one strike as she drops off. It's nothing new. Every time they put a long ball, it is dangerous. And then Kati jumps over here, and we shift, and Sadi goes into this line. Because there's no player left there, because she goes out, okay? Is it okay? Because I'm fed up by saying, is it okay? And you say yes, and we don't do it. Yeah. Is it clear? Yeah. Everybody feel okay? Yeah. Die Situation war allen sehr bewusst. Aber natürlich spielt da halt dann auch viel wieder mit rein. Du hast vielleicht auch gar nicht mehr so die Energie und du hast dann doch so ein bisschen die Reflexion vom letzten Spiel. I don't think we performed good enough in Champions League. So that's just the way it is. Da geht der Ball nicht rein und du hast nochmal die Chance. Und das, was sonst immer relativ einfach von der Hand geht und so automatische Mechanismen sind, die funktionieren. Und an dem Tag hat halt gar nichts funktioniert. Und es war sehr frustrierend.
Es war wirklich, als ob die Mannschaft gar keine Idee mehr hat. Und das gibt es manchmal. Und man weiß auch nicht so richtig, warum. Ich glaube, wir wollten zu dem Zeitpunkt auch alle. Und wir wussten auch, worum es geht. Wir haben nicht mehr so richtig gedacht, dass wir das jetzt noch schaffen können. Man hat sich so ein bisschen zurückversetzt ins auch letzte Spiel davor, das nicht erfolgreich war. Maybe sounds a bit dramatic, but like we hit rock bottom in that game. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir könnten 10 Großchancen haben und du schießt irgendwie kein Tor. Und der Gegner hat eine und schießt ein Tor und es lief gerade einfach nicht für uns. On paper we have the better team. In training we've got the better team, but we weren't able to execute what we wanted to do in that game. The game in Amsterdam was a very big low point for everyone, I think, for the whole team, for me personally as well. That's football. Like, you could experience something for 2 weeks, then you might not experience it again for 2 years. But them 2 weeks are tragic. They feel like you can't play football again. They feel like you've never kicked a ball. Like nothing can help you get out of that mood. I'm just emotional at some parts, and that it's just a part of me that tries to fix things. At that point I was maybe a little bit more, I would not say darker, but I was a little bit more direct and intense. That can not happen again, and we need to understand that. And there will be not accepted in the future, and this is what we have talked about. And if that happens in the future, there will be consequences, and it is my job to put those consequences in and be clear about them, so it's no surprise for anybody. And this is the expectations we have, and I don't care about other things on the outside. We know what expectations we have within the group. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Veränderung vielleicht einfach mal gut tun würde, so insgesamt, nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Lina Magull verlässt den deutschen Meister FC Bayern und wechselt zu Inter Mailand. 3 Jahre lang hatte sie die Münchnerinnen als Kapitänin angeführt und 2-mal die Meisterschaft gewonnen. Also das fast alles. Und natürlich habe ich, bevor ich mich entschieden habe, ob ich noch in München bleibe oder nicht, viel gesprochen. Vor allem auch mit Jay und Alex und mit Mitspielerinnen und meinem persönlichen Umfeld hier. Und es war halt irgendwie so, okay, entweder bleiben oder irgendwie was komplett Neues ausprobieren. It was a good conversation that we had. I wanted her to stay. It was a good talks and good discussions, and Lina is in the part of her career where she's not 19 anymore, and she's been a really important player for Bayern for many years. Das wird mir, glaube ich, vor allem persönlich viel helfen. Ich meine, Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall bereichern. Und es ist ja auch schön, mal eine andere Kultur dann kennenzulernen, wie es woanders läuft. And this was the part of her career. She's 30 years old this year. If she wanted to explore something new in another country and play, that was maybe now was the time to do it. Die ersten Wochen, Monaten, die werden natürlich sehr schwer werden, wenn ich ehrlich bin, weil ich komplett raus bin aus meiner Komfortzone. Ja, es ist aufregend, auch neue Leute kennenzulernen, auch Meinungen von anderen Leuten sich anzuhören. Und Italien ist halt schon ein Land, wo es noch viele Möglichkeiten gibt und wo ich eben meine Erfahrungen dann auch mit einbeziehen kann. Der Fernseher bleibt hier? Ja, der Rest bleibt hier, übernimmt die Nachmieterin. Und hier? Das ich habe die oben drauf gelegt. Ja, dann werden wir die einlegen. Das versuche ich eigentlich. Kannst du noch Bücher gebrauchen? Ich habe noch so viele Bücher irgendwie. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Was für Bücher? Alles Mögliche halt. Du kannst doch, aber da gibt es doch so eine Seite, du kannst doch einscannen und dann kriegst du doch Geld dafür dann.
Ja, oder kann man die irgendwo hinbringen, wo welche sich die dann halt nehmen können? Zu einer Bücherei einfach hinfahren. Okay, wenn du da morgen nochmal kommst, dann schaue ich gleich nochmal, ob da noch was mit weg muss. Also werden sowas um 11:30, 12 sein, beim 1:30 oder 11:30, 1:30 meine Mama beim Essen. Okay. Okay? Okay. Dankeschön. Ja, gerne. Alex ist eine Persönlichkeit, die findest du, glaube ich, auch ganz selten, weil es wirklich jemand ist, der sich auch um alle kümmert und immer ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz hat. Ja, halt so irgendwie wie eine Mutti ist, aber nicht nur für eine Person, sondern auch für alle. Gibt keinen Weg mehr zurück. Der Weg geht vorwärts und bergauf, das zählt. Danke.